So, guten Morgen meine Lieben, ich bin jetzt auf dem Weg zum Terminal 3 hier in Chiang Mai. Ich war heute nach Chiang Rai, für 2 Tage habe ich mir was gebucht und dann komme ich wieder zurück nach Chiang Mai. Er hat mir gerade gesagt, hier überall war Wasser, Hochwasser, ja? Ja, müsst ihr euch mal vorstellen. Welcome to YouTube channel. Please subscribe and click the like. So, jetzt bin ich da. Der Bus steht auch schon da, glaube ich. Green Bus. Der hier wird sein. Ja. Ich habe online gebucht, weil es ist das gleiche Prinzip, ob ich jetzt 100, 150 Baht online bezahle, mehr, weil die das an Provision bekommen, oder ich fahre einmal zum Busterminal und wieder zurück mit dem Moped oder so, ja. Das ist natürlich dann bequemer. So, das ist jetzt der Bus. Das ist der zweite, der jetzt gekommen ist, um 9. Der andere fährt ein bisschen früher. Ich verlinke euch unten, wo ich gebucht habe. Ja, das ist immer sehr gut. Mein Vorteil ist jetzt, ja, weil ich ja meine Bekannte habe, die Obon, da kann ich jetzt meine Sachen im Zimmer lassen. Ich habe nur das Nötigste mitgenommen. Wenn ich immer so reisen könnte, ja, da wäre die Tasche richtig schön leicht, aber das geht halt nicht. Und dann kann ich wieder in 2, 3 Tagen, wenn ich Bock habe, zurückkommen, kann ein paar Sachen angucken, habe da meine Base quasi, kann dann die Videos bearbeiten in Ruhe, 1, 2, 3 Tage, ja, weil das dauert ja immer, das unterschätzen ja viele, die denken immer, ja, ich drehe heute und morgen kommt das online. Nein, wie soll das funktionieren? Ich brauche da schon länger Zeit, ich muss ja auch mal runterkommen, arbeiten und so weiter, egal, das ist immer so nebenbei. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr online bucht, macht euch einen Screenshot, saugt euch die PDF aufs Handy und so, weil ich hatte jetzt gerade Probleme mit der E-Mail, das Internet hat irgendwie nicht funktioniert, dann hat das Ticket nicht geladen, das ging jetzt Gott sei Dank irgendwann. Aber es kann natürlich echt passieren und dann lädt es nicht und dann, ja, da hast du keinen richtigen Beweis. Jetzt wird hier geprüft, die Tickets ganz normal, wie man es kennt. Jetzt kann man hier wieder die Koffer aufgeben. Ja. Der tut das jetzt markieren, denke ich wieder, dass man wieder so ein Zettelchen kriegt normalerweise. Oder anscheinend doch nicht. Ah, macht er doch nicht diesmal. Okay, ja. Sogar Mönch fährt mit, geil. Aber das hier mit dem Koffer habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht. Die machen zwar die Zettelchen drauf, ja, aber am Ende schmeißen sie trotzdem die Koffer raus und keiner prüft, ob es wirklich dein Koffer ist. Jeder kann einfach den Koffer nehmen. Jetzt gucken wir uns mal den Bus hier an. Hoffentlich ist das nicht so runtergekommen, wieder 3 Stunden nur, Gott sei Dank. Ah, das ist ein ganz anderer Bus. Ich habe diesmal Doppelsitz, weil der war ausgebucht. Ja, ich habe kurz vor knapp gebucht. Dann guckt mal, wir haben hier sogar ein Wasser und Schokolade bekommt man. Okay, immerhin. Ohne ein Feuchttuch. Und was Gutes, relativ gute Beinfreiheit. Ja, das geht, kann man mit leben. Ich habe gerade zu der Nachbarin gesagt, die es nicht verstanden hat, dass wir hier Platz haben. Ja, aber sie ist ja eh so klein. Ja. Jetzt kommt der Kontrolleur hier und prüft wegen dem Ticket. Ja. 3 Stunden später. So, jetzt sind wir angekommen nach ungefähr 3 Stunden 20. Die Fahrt hat jetzt grob 11 € gekostet. Und ich bin hier am Terminal 1, der hält vorher noch im 2er-Terminal, solltet ihr wissen. Wer am 1er raus muss, einfach sitzen bleiben. Und mein Hotel ist jetzt irgendwo in der Nähe, ich kann laufen. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich wieder ein bisschen genervt von Tuk-Tuk-Fahrern. Ein kurzer Blick über Terminal 1 hier. Ja, da kommt man an. Und jetzt gucke ich mal, jetzt muss ich hier irgendwo rauslaufen. Jetzt haben wir ungefähr 13 Uhr. Ich laufe jetzt zum Hotel, ich brauche jetzt ungefähr 10 Minuten. Ich kann zwar, glaube ich, erst um 2 einchecken, aber man darf da das Gepäck schon abstellen, wie in den meisten Hotels. Und die bieten anscheinend sogar eine Massage an für minus 30%. Ja, aber da komme ich jetzt nicht dazu, weil ich stelle jetzt meine Sachen ab, ist der Plan. Bin ja nur 2 Tage hier und will dann gleich zum Tempel fahren. Da muss ich, glaube ich, wieder zum Terminal hier laufen. Da fahren wohl Busse für 20 Baht hin. Das sind aber, ich weiß nicht, ob die Informationen noch aktuell sind. Das werde ich dann gleich mal prüfen. Ich bin ja, wie gesagt, hauptsächlich wegen dem weißen Tempel hier. Es gibt noch einen blauen Tempel, irgendeine Teefarm und so. Ich gucke mal, was ich schaffe, wie ich Bock habe, weil ich habe keinen Bock auf Stress. Ja, ich mache jetzt gediegen. Wenn ich den weißen Tempel sehe, reicht mir das. Und schauen wir mal. Ja, die Stadt soll jetzt, glaube ich, nicht so besonders sein. Ein bisschen langweilig, keine Ahnung. Mal sehen, was ich so mitnehmen kann. Wieder Standardtraffic hier. Hauptstraße. Und irgendwo da vorne soll mein Hotel sein. Ich muss nämlich auch unbedingt noch einen Friseur finden. Ich war jetzt schon eine Weile nicht mehr. In Chiang Mai, komplett Katastrophe. Da wo ich wohne, da gibt es nichts. Und dann
bin ich ja wenn, dann nur in dieser Touri-Gegend. Wenn ich da mal hinkomme, da war das so ab 600 Baht, das müsst ihr euch mal vorstellen. Normal zahle ich 150, 200. Schon heftig. Bin auch ein bisschen aufgeschmissen, ehrlich gesagt, weil ich keinen Roller in Chiang Mai habe und so. Ja, aber der wurde in der Überflutung leider zerstört. Die wollten mir ja einen geben, aber ja, so ist das halt. Die Überflutung hat reingehauen in Chiang Mai. Aber die Busfahrt selber war angenehm, muss ich sagen. Guter Bus, ruhiger Bus, nicht zu kalt, ja, wie sonst. Wirklich angenehm. Ich hätte auch ohne Jeans fahren können. Aber da ich zum Tempel will, wichtige Information, im Tempel immer lange Sachen anziehen. Ja, Schulter bedecken und die Knie. Also das ist, daneben legen die Wert drauf. Dann guckt mal, sehr interessant, ich weiß nicht, warum das so ist, aber dieses rote, gelbe, grüne, das ist die bolivianische Fahne eigentlich. Ja? Das hat wahrscheinlich aber nichts damit zu tun. Na, guckt mal, das sieht doch irgendwie sehr europäisch aus, oder? Hier, die Kirche und so ein ja, europäisches Gebäude, Gemeindehaus. Interessant. Jetzt bin ich gerade eins zu weit gelaufen, jetzt muss ich hier rein. Na, hier soll mein Hotel sein. Jetzt gucken wir mal, ob ich da überhaupt richtig bin. Hey, irgendwie voll komisch hier. Ja, so mit dem Nirgendwo, ich weiß nicht, wo ich bin. Hä? Ja, niemals auf Google Maps verlassen, also nicht immer. Das spinnt manchmal. Das hat mich jetzt irgendwo da, ihr habt ja gesehen, in die Pampa reingeführt. Irgendein totes privates Haus. Ich musste aber zurück, nochmal auf die Hauptstraße und jetzt so eine Seitengasse. Und ja, jetzt zeigt das mir richtig an. Also, das hatte ich schon oft in der Vergangenheit. Das Google, also das entweder... Der führt dich da sonst wohin. Also das hatte ich schon oft in der Vergangenheit. Einfach auf gesunden Menschenverstand auch verlassen, ganz wichtig. Es soll ja schon Leute gegeben haben, ja ich komme gleich. Es soll ja schon Leute gegeben haben, die in den Bach reingefahren sind oder an Einbahnstraßen und so und dann mit anderen Autos kollidiert sind, weil sie immer komplett stur auf ein Navi gucken. Das sieht doch jetzt schon eher nach der richtigen Adresse hier aus. Es müsste irgendwo hier jetzt sein. Hier ist es, wie spricht man das aus? Taiwan-Hostel oder so. Sieht ganz nett aus. Ja, hier kann man auch Roller mieten und ein Fahrrad ausleihen, das ist cool. Das werde ich wohl. Das sind nicht wieder die besten Fahrräder, aber egal. So, ganz kurz das Zimmer. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, schönes großes Bett. Was haben wir hier? Balkon oder was? Ja, so ein kleiner, naja, brauche ich jetzt nicht benutzen. Der Aussicht nicht so geil, egal. Kühlschrank und so. Bad, mal gucken. Ja, ist kein. Ist gut, ist okay, soweit. Ist kein Shithole. Was habe ich jetzt bezahlt? 15, 16 Euro am Tag oder so war Angebot bei Booking.com. Normal kostet das fast 50 Euro für 2 Tage. Aber auch nur, weil ich Genius 3 habe am Level, weil ich so viel gebucht habe, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr so eine Standard-App habt wie Booking.com oder was es noch alles gibt, immer darüber buchen, dann kriegt ihr immer Prozente nach einer Weile. Kurze Info jetzt vom Hotel. Hat mir jetzt gesagt, es wäre besser, wenn ich wohl einen Roller miete, dann hier rumfahren so. Habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keinen Bock drauf, auch wegen versicherungstechnischen Gründen. Kennt ihr ja von meinen anderen Videos. Ich bin einfach vorsichtiger, jetzt, bevor ich keinen Führerschein habe. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das mache ich das nächste Mal, wenn ich in Thailand bin. Egal, jetzt laufe ich mal zum Terminal und frage da mal, ob da ein Bus hinfährt, weil das habe ich so gelesen. Und wenn das nicht stimmt, habe ich halt die Arschkarte, dann muss ich wahrscheinlich einen Bolt nehmen und mit hin und zurück sind das bestimmt 400 Baht. Das ist nicht wenig, ja, schauen wir mal. Also mit Bus soll es ja angeblich nur 20 kosten. Und der Weiße Tempel, der wäre sowieso ungefähr 26 oder 28 Kilometer weit entfernt und da habe ich auch ehrlich gesagt null Bock mit dem Roller hinzufahren, ja, bei dem Wetter und so. Hier in Chiang Rai ist es okay, aber nicht so weit. Man muss sich halt bewusst machen, es ist einfach so, das wird mir jetzt auch schon gesagt. Es sind ja meistens die jungen Backpacker, die junge Lisa, sagen wir es mal so, mit 20, die hier rumfährt mit dem Roller und dann denkt, ja, ich kann hier rumfahren, kein Problem. Und dann haut es dir auf die Fresse, fährt jemand um, Unfall, irgendwas und dann hast du den Salat. Das ist nicht so lustig, wenn du hier einen Unfall machst mit Roller. Deshalb bin ich da jetzt auch viel vorsichtiger geworden und respektiere das auch. Das ist mir damals, da habe ich noch kein YouTube gemacht, in Phuket aufgefallen. Das war so extrem, wie viele Leute da ohne Helm gefahren sind, oberkörperfrei, jetzt mal abhängig davon. Aber die hatten so viele Gipsarme oder Verbände und was weiß ich. Also Phuket war komplett geisteskrank. Was da die Leute an Unfälle gebaut haben, nee, lass mal. Also das muss ich nicht haben. Das sind jetzt so Beispiele, was man hier noch machen kann. Ja, hier will ich ja hin, zum Weißen, da gibt es den Blauen. Ich glaube, das ist das Black House, das ist so eine Art Museum. Es gibt noch alles Mögliche hier. Die gibt es ja auch, die Frauen mit diesen Halsringen. Vielleicht komme ich noch dazu. Ich habe noch gar keinen Mittag gegessen, fällt mir gerade ein, aber scheiß drauf jetzt. Das halte ich aus. Ich will jetzt den Tempel sehen, das will ich jetzt mitnehmen. Und danach kann ich mir immer noch gönnen. Weil ich habe jetzt 2 Tage gebucht in einem Hotel, sollte eigentlich reichen. Ich habe auch nur für 2 oder 3 Tage was dabei diesmal. Den Rest habe ich in Chiang Mai gelassen. Und sollte ich merken, ja, es wird ein bisschen stressig, ich brauche mehr Zeit, mache ich halt einen Tag länger, egal. Die Sache ist jetzt auch die, wir haben jetzt fast 1:30 und der Tempel macht aber schon, glaube ich, um 5 zu.
Ja, und wenn man da 30 Kilometer fast hinfährt, das dauert eine Weile. Ja, aber anscheinend soll man den Tempel so in einer Stunde, 1,5 durchlaufen haben. Das wird nicht so groß sein. Ich gehe mal kurz in die Touristeninformation und frage da jetzt mal nach. Subscribe to the channel, you're Frankie. Thank you, my friend. Thank you. Alle, habe ich ein Glück. Wir haben jetzt so 6 Minuten vor halb und dann 1:30. Jetzt kommt ein Bus anscheinend. Ich muss zur Nummer 8, hieß es. Und das kostet nur 25 Baht. Sehr geil, siehst du? Immer rumfragen. Nummer 8, wo ist Nummer 8 hier? Ah, guck, das ist der Bus hier zum Weißen Tempel. Da muss ich jetzt wohl warten. So, ich kann jetzt schon einsteigen. Guck mal, das ist der Bus hier. Übelst kein Platz. Guckt euch das mal an. Ob ich jetzt hier hinten sitze? Ja, komm. Ich hock mal hinten. Dann habe ich hier schön Beinfreiheit. Ja, ich habe das jetzt auch so grob gemacht. Ich habe mich auch nur kurz informiert, was kann man hier machen, wie kommt man da hin, bla. Und ich tue das auch nie genau recherchieren. Wenn überhaupt, dann bin ich ganz ehrlich. Aber das habe ich halt vorhin zufällig gelesen, dass das hier ein Bus ist. Und dass der dann zum Weißen Tempel fährt, dass der nur 20, 25 Baht kostet. Und das ist er. Weil viele fragen immer, oh, bist du Millionär und so, weil du jetzt hier so rumreisen kannst, schon seit über 3,5 Jahren. Nein, kompletter Bullshit. Ich bin halt ein kleiner Sparfuchs und ich gucke immer, wo man billig wegkommt. Ganz einfach. Das ist zwar nicht immer einfach, weil man oft in Shitholes wohnt, ja, aber egal, ich sehe die Welt, Leute. Juckt mich nicht. Und man kommt immer am billigsten weg, wenn man sich selber informiert und alles selber organisiert. Ja, ohne Agenturen und so geht nicht immer. Manchmal muss man mit Agenturen machen, ja, wenn man irgendwo nicht hinkommt. Aber in den meisten Fällen kann man das alleine regeln. So, da vorne ist der Babbo, der kassiert jetzt. Der kommt jetzt auch gleich zu mir. Ich scanne zwar jetzt viel, ja, mit der Bank, weil ich ja keinen Bock habe, immer hier abzuheben, sind die Gebühren. Aber ab und zu zahlt man halt natürlich dann noch bar. Kommt ein Cab. Ja. So, abkassiert. Interessant ist auch, wenn die die Route fahren, die nehmen meistens dann noch so Pakete mit. Das kenne ich auch von Südamerika und so. Ja, klar, wenn die schon fahren, dann schopft man den Bus voll. Aber es ist so warm, weil ich die Jeans anhab hier. Ja, normal habe ich das ja nicht an. Aber während Tempel muss ich das jetzt halt machen. Ist auch cool, die Tür bleibt jetzt einfach offen. Ich weiß nicht, ob er die noch zumacht oder ob da noch Leute einsteigen. Ja, mal ein bisschen aus dem Fenster gucken hier. Ja? Okay, also ist so ein Bus, der hält jetzt hier, irgendeine Busstation und da steigen jetzt wohl ein paar Leute noch ein. Ja, dementsprechend kann die Fahrt natürlich jetzt länger dauern. Bis jetzt der Bus auch voll leer, ja. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch welche einsteigen. Weil es heißt, man soll eigentlich schon früh um 8 dahin gehen, aber ich bin jetzt halt mit 2 Uhr oder was spät dran. Mal sehen, wie voll es da ist, weil das ist ja die Touristenattraktion Nummer 1 hier. So, jetzt wurde ich hier irgendwie rausgeschmissen. Ich weiß nicht, ich muss jetzt hier rüber. Aufpassen. Das ist doch scheiße, wie komme ich denn jetzt? Weil da hinten ist der Weiße Tempel. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ich laufe jetzt hier über die Straße, gebt euch das mal. Hier gibt es ja keinen Fußgängerüberweg. Gucken wir mal, wie ich da hinkomme. Das war ja gar nicht so weit, wie die erzählt hat. Auf mein Google, das hätte man wirklich locker mit dem Roller fahren können. Ja. Wäre doch nicht so. Also wer Roller fahren kann, nehmt euch einen Roller und kommt hierher mit dem Roller. Aber ansonsten mit dem Bus war jetzt auch locker. Aber der hat mich halt wie gesagt jetzt da vorne rausgeschmissen. Jetzt bin ich auch noch auf der falschen Straßenseite und jetzt seht ihr, da muss ich jetzt vorlaufen. Durch die Hecke kann man durch. Immerhin. Ja, guckt mal. Da gibt es so Hähne. Ob das Kampfhähne sind? Gute Frage. Das ist wie bei den Philippinen, da war ich auch in einem Hahnkampf. Ich habe mir das angeguckt, ja. Verlinke ich euch mal oben. Aber Triggerwarnung, das war brutal. Okay, also der Mann hat gesagt, die sind auch zum Kämpfen, ja. Fighting, Cock. Okay. Ja, so ist das halt die Kultur, das muss man akzeptieren, kannst du nicht ändern. Gibt's halt hier. Punkt, Ende, aus. So, natürlich gibt es jetzt hier auch wieder jede Menge touristische Plätze, auch Restaurants. Wird bestimmt teurer sein, weil der Tempel ist ja extra für Touristen errichtet worden. Ja, das habe ich auch erst spät gelesen. Ich dachte wirklich, das wäre so, ja, wirklich ein alter Tempel. Ja, willkommen jetzt beim Tempel Wat Rong Khun. Ich habe mir den ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, es wäre irgendwie abgelegen oder so. Das ist aber irgendwie so ein bisschen schon im Stadtgebiet hier. Und der ist gar nicht so groß, wie ich dachte. Ja, der ist ziemlich klein. So kann es täuschen. Aber es heißt drum, der Tempel, der wurde ja erst errichtet vom Künstler, ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht. Ich lese das gerade nämlich mal ab. Kalamachi Kospitat oder so. Ich blende das nochmal ein. Und der hat auch hier noch das Black House, heißt es, glaube ich. Das sind seine Statuen.
drin und so, aber das gucke ich mir ehrlich gesagt nicht an, weil mich das null interessiert. Und ja, egal. Ja, egal, auf jeden Fall, wir gehen jetzt mal kurz da gucken. Ich weiß nur, da drinnen darf man nicht filmen. Ja, nur außerhalb jetzt. Und natürlich, jetzt darf man da wieder Geld bezahlen. Ich glaube, ich habe gelesen 100 Baht. Schauen wir mal. Um halt auf das Gelände hier zu kommen. So, das seht ihr nochmal. Keine kurzen Sachen. Ja, also Schulter und Knie müssen bedeckt sein. Keine Drecksschuhe, auch wichtig. Und deswegen Jeans, T-Shirt. Ah, hello. Ja? Ach, Ticket hier. Hier muss man Ticket kaufen. So, für 100 Baht, okay. Also, man kann nur Cash hier zahlen. Mit Scan, Kreditkarte ist hier keine Chance. Kriegt man so ein Ticket hier. Okay, also jetzt sehe ich nochmal, ich weiß nicht, ob ihr das seht, das Gelände ist ja schon ziemlich groß. Das ist nur der Tempel, der weiße, der jetzt ein bisschen kleiner ist als gedacht. Aber es ist ein ziemlich großes Gebiet. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das alles ablaufe, ehrlich gesagt. Das ist jetzt für euch langweilig, denke ich, und für mich ist es auch langweilig. Es ist halt Kunst, es ist Kultur und das interessiert mich jetzt nicht so wirklich. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. Also schön sieht er wirklich aus, muss man echt sagen. Vor allem, weil es so glitzert, das ist alles Glas. Da habe ich auch gelesen als Information, ich glaube hinter dem Tempel, ich gucke mal, ob ich das finde, machen die nämlich diese Glasarbeiten, ja, die für den Tempel gedacht sind. Das soll ja auch das schönste Tempel sein in ganz Thailand, ja, also was ganz Besonderes, auch wenn er neu ist. Und natürlich hier beliebtester Fotospot, ja, wollen alle hier stehen und ein Foto machen, bisschen schwierig, werde ich jetzt auch mal gleich machen und versuchen. Ja, das ist die Familie macht jetzt hier Foto. Aber heutzutage ist es ja kein Problem mit KI und so, dass man die Leute wegrecherchiert, ja. Das habe ich gerade die nette Familie gefragt, die haben jetzt gerade ein Foto für mich gemacht. Ist halt nicht, ja, es ist glaube ich heute nicht so voll wie sonst. Vielleicht ein bisschen Glück. So, aber guckt euch das mal an, das ist jetzt hier alles Glas. Ich fasse das jetzt mal absichtlich nicht an, wegen Respekt. Und sieht schön aus, auf jeden Fall von weit. Es glänzt und glitzert. Jetzt würde ich da gerne drin filmen, aber ich glaube, das darf man jetzt nicht. Ich probiere es mal ganz kurz. Ich lasse einfach mal kurz laufen. Ja, das ist sehr schön hier. Wichtig ist, Schuhe ausziehen. Ja, Schuhe ganz wichtig. Ach, ich lasse die einfach mal jetzt hier stehen. Komm. Ja, guckt euch das mal an hier. Wunderschön. Wow. Ja. Interessant, er hat mir jetzt gerade die Schuhe hinterhergetragen, weil ich muss die in die Tüte machen, weil das ist nur ein Weg, man kann nicht zurücklaufen anscheinend. Ja, dann nimmt man sich nämlich jetzt hier so eine Tüte und macht da seine Schuhe rein. So, hier drin, das sind so kleine Fettnäpfchen, ja, in die man reintreten kann, hier kulturell. Ich durfte nicht filmen, aber ich mache es nochmal ganz schnell an, dass ihr das seht. So. Ich musste nämlich die Kamera ausmachen, war klar. Ja, das war jetzt nicht viel, guck mal, jetzt war ich da 2 Sekunden drin und darf die Schuhe jetzt schon wieder anziehen, hier draußen, Hauptsache Plastikmüllverbrauch. Das ist jetzt hier so der Hinterausgang. Ja, das seht ihr auch. So, alles sehr schön. Jetzt muss halt jeder so für sich ausmachen, lohnt sich das jetzt hierher zu fahren? Ich weiß es nicht. Also ich habe schon gelesen, bei manchen, nee, lasst es weg. Manche sagen, ja, muss man gesehen haben. Ja, hier ist schön kühl, hier hinten hier lässt sich aushalten. Hier ist zu. Also man kann einmal hier rumlaufen. Ja, das wird so die eine der Hauptstraßen hier sein. Ja, in manchen Bewertungen, Kommentaren, wo ich gelesen habe, haben sich ja viele aufgeregt darüber, dass hier so viele Touristen sind. Man kann keine Fotos in Ruhe machen, die stören und so. Aber hey, wir sind alles hier quasi Touristen und wollen hier Fotos machen und so. Ja, das kann man nicht vermeiden, ist halt so. Ist halt beliebt. Und ich behaupte mal, das hält sich jetzt wirklich in Grenzen. Ich habe wirklich Glück. Ich glaube, hier ist sonst voller wahrscheinlich. Weil heute haben wir Dienstag, unter der Woche, nach 2 Uhr jetzt. Und wahrscheinlich ist es am Wochenende voller. Guck mal, die machen zum Beispiel jetzt Foto. Das haben die da vorne auch gemacht. Und da ist da vorne einfach ein Pärchen reingelaufen. Und ich finde sowas assi, muss ich echt sagen. Dann warte ich kurz einfach, die Zeit nehme ich mir, dass sie ein schönes Foto machen können. Ich muss da nicht reinlaufen, das ist ignorant. Guckt euch das nochmal an hier, wie schön es aussieht. Die ganze Pracht von dem Tempel. Also das ist schon wirklich, wirklich toll gemacht, muss man schon sagen. Schöner Tempel, kann man sich mal angucken. Wenn man zufällig mal in Chiang Mai ist, nur 3 Stunden hierher fahren. Man kann mal eine Nacht hier bleiben. Gibt ja noch ein paar andere Sachen. Und sorry, wenn ich jetzt nicht so viel Information raushau, aber ich bin ja kein Dokumentationschannel wie bei Kabel 1 oder was weiß ich wo. Ich bin ja auch nur ein planloser Reisender, der geht irgendwo hin, informiert sich kurz, wenn überhaupt, guckt sich das an, kriegt die Infos dann vor Ort oder auch nicht, auch egal. Hauptsache ich war hier, weil ich reise ja für mich, ja eigentlich, nehme das nebenbei noch auf. Dann seht ihr, was so abgeht in der Welt, schnappt noch ein paar Infos nebenbei auf, die ich dann euch natürlich auch weitergebe, damit, wenn ihr ja in diese Orte kommen solltet, damit auch was anfangen könnt. Hier geht es jetzt schon raus, das war's, dafür 100 Baht. Ist okay, also 100 Baht hält sich wirklich in Grenzen. Hätten jetzt mehr verlangt, 200, 300, das wäre eine Frechheit. Ja, aber 100 ist okay. Schade, no entry. Es ist so warm. Ich wäre jetzt gerne mal eine Runde geschwommen hier, der Drecksbrühe. So, jetzt bin ich hier raus aus dem Exit.
Jetzt geht es hier irgendwie noch weiter. Da hinten und da vorne will ich jetzt mal hin, da ist irgendwas mit Wasser. Hi, please subscribe Frankie Odyssey. Like, subscribe and share. Thank you. Auch cool gemacht, guck mal, das ist nämlich ein Elefant da, so wie das aussieht. Ah, schön, guckt euch das an. Ich liebe das Geräusch, das ist so beruhigend. Oh, herrlich. Hier eine kleine Figur da. Hier ist Butter. Und so ein schöner Schatten. Oh, das tut gerade so gut, weil hier ist echt fuck heiß. Hey, das ist ja krass. Guck mal, das sind ja die Turtles. Was haben die denn damit zu tun? Und hier Predator und Alien. Ich werde nicht mehr... Das ist ja lustig. Da liegt sogar Geld beim Predator. Ja, schön. Da oben ist auch noch irgendeine Figur. Muss auch irgendwas Bekanntes sein. Ich weiß nicht, da muss irgendwie Alien-Fan sein. Da ist noch ein Alien. Guck. Und hier ist so ein Affengesicht. Was soll das sein? Eine Schlange oder sowas? Oder irgendeine Echse? Guck mal, da rennt einfach ein kleiner Hase rum. Der hoppelt hier rum, der Kleine. Na, was ist los? Guck mal, hier gibt es jetzt noch was, Cave of Art. Da muss man aber, glaube ich, nochmal 50 Baht zahlen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Okay, das nehme ich jetzt auch noch mit. Ich habe mir nochmal ein Ticket für 50 gekauft. Sie hat gemeint, da läuft man so 10 Minuten. Mal sehen, ob das stimmt. Mal sehen, was mich da jetzt erwartet. So. Ich glaube, hier geht man jetzt rein. Ja, da war die Karte. Wird mal abgecheckt hier. Ja. Okay. Ja, jetzt sind wir hier drin in der Cave. Okay, 50 Baht sind jetzt nicht viel, sind 1,50 € oder so. Es sind halt viele verschiedene Figuren. Ah, das ist wieder so dunkel, Mensch. Ja, das ist wie so eine Art Wonderland hier irgendwie. Mit verschiedenen Figuren. Ah, okay, das sieht, guck mal, jetzt wollte ich gerade sagen, sieht aus wie Jack Sparrow hier, bevor ich den hier gesehen habe. Dass das so in die Richtung geht. Ah, da muss von verschiedenen Filmen hat er irgendwie hier so Figuren und alles. Oder Sagen und Fabeln. Dann hört er die Musik. Sehr mystisch alles hier. Oh, das ist ja auch interessant. Guck mal, das sind die Avengers. Hier Hulk, Captain America. Hier die Guardians. Ja, ja, ist ganz schön gemacht. 50 Baht, okay, kann man sich mal antun. Muss man aber nicht. Den kenne ich doch, den Dude vom Prometheus, ne? Vom Film auch Alien. Der scheint wirklich so Alien-Saga-Fan zu sein. Okay, interessant. Der Buddha sitzt jetzt hier. Das ist schön gemacht hier. Hier müsst ihr aufpassen, ihr dürft da nicht drauf. Ja, ich bin aus Versehen draufgetreten, hat er gerade gleich was gesagt. Das ist fürs Beten gedacht, ja. Hier spenden auch die Leute. Ja, seht ihr? Spendenbox für Buddha. Ja, es hat verschiedene Abteilungen hier mit unterschiedlichen Themen. Was das jetzt alles genau für Bedeutung hat, ja, I don't know. Ich weiß nicht, wer das hier ist. Müsste vielleicht ein König sein. Auch hier so ein kleiner Wunschbrunnen. Ja, das ganze Geld liegt hier drin. So, das war es auch schon, glaube ich. Das waren keine 5 Minuten jetzt, wo ich hier drin war. Oh, das ist aber schön, wenn man jetzt hier rauskommt. Schöner Park und da hinten ist so ein goldener Tempel. Das ist ja interessant, ob man da hin darf. Ja, da laufen Leute. Gucken wir uns auch mal noch an. Ja, ein kleines Kulturvideo, mal für zwischendurch. Wenn euch das interessiert, kommentiert es mal. Oder ob ich mir das sparen kann in Zukunft, weil dann gehe ich in sowas einfach nur noch privat, wenn ich da Bock habe. Weil es kann nicht immer nur Rotlicht sein und sowas. Ja, dafür ist mein Kanal nicht da. Ich reise einfach um die Welt, ich mache alles Mögliche. Ich nehme alles mit, was geht. Weil jederzeit kann man vom Taxi überfahren werden, dann ist vorbei. So, das ist jetzt der Eingang hier. Goldener Tempel. Aber schön gemacht, das Wasser sieht auch nicht so versifft aus. Guck mal, da sind sogar Fische drin, wenn man das sieht. Ja, ja, guck mal hier, Fish Feeding Point. Wenn man jetzt irgendwie Futter hätte, habe ich aber nicht. Naja, weiß ich gar nicht, wo man das kriegt. Jetzt gucken wir den uns mal hier im Schnelldurchgang noch an. Hier ist auch der Elefantengott, oder? Ganesha oder wie er heißt. Oder sie, wie auch immer. Wenn sich da einer auskennt, gerne mal kommentieren. Hat ja eigentlich was mit Hindus zu tun, oder? Verwechsel ich da jetzt irgendwas? Ja, hier guck mal. Hier ist er. Guckt euch mal den Kontrast an hier zwischen dem Goldenen und dem Weißen da hinten. Hat schon was. Und vor allem, hier ist schön ruhig. Ja, man kann einfach mal hier runterkommen, mal ein bisschen hier rumlaufen und einfach mal so über sich und sein Leben nachdenken, wie auch immer. Ja. Und hier die schöne Aussicht genießen. Ist alles künstlich angelegt, selbstverständlich. Alles von dem Künstler. Aber echt geil gemacht, muss man schon sagen.
So, da drin war jetzt noch so ein Raum, da durfte ich nicht filmen. Ja, da waren so lauter Amulette und Buddhas drin und was weiß ich. War ganz schön, ja, kann man sich mal angucken. Aber wie gesagt, ich konnte es jetzt leider nicht aufnehmen. Da waren so viele Augen. Guck mal, das ist interessant, da tun sie es restaurieren. Ja, diesen Fisch oder diese Fische, ja, goldener Farbe. Da kann man sogar Geld reinschmeißen, das muss sich irgendwie bewegen. Aber das ist wohl jetzt out of order. Das ist ja auch eine große, schöne Glocke hier. Man darf aber nicht rein, wird abgesperrt. Ja, ich trete da jetzt auch mal nicht drauf. Sehr toll. Und da kann man wohl benutzen, aber ich lasse es mal. Nicht, dass ich plötzlich dann hier eine Ladybar-Runde schmeißen muss. Guck mal, das ist irgendwie der Hase. Ich weiß nicht, ob es ihr gehört. Is this your rabbit? Is this your rabbit? No? Ich will den einfangen jetzt. Aber er will nicht. Aber den kann man nicht fangen, vergiss es. No Chance. Der kleine Babyhase will nicht. Oh, kriegt sie nicht. Ja, Hasen sind ja so schnell, die schlagen ja Haken und alles. Also wer nur diesen weißen Tempel sehen will, da reicht wirklich ein Tag. Ich habe 2 Tage genommen. Einfach mal so als Backup noch. Und ja, aber das kann man theoretisch machen. Einen Tag hierher fahren morgens, sich das angucken, abends wieder zurückfahren. Eigentlich ist das gediegen gemacht. Also wenn man von Chiang Mai kommt. Hier nochmal informativ eine Karte, wo alles ist. Schön übersichtlich. Hier gibt es noch die Tha Kun Art Galerie. Ich weiß nicht, ob man jetzt... auch wieder nicht filmen. Also ich habe mir jetzt gerade mal angeguckt, schöne Bilder und so drin. Wen das interessiert, unbedingt mal angucken. Waren ganz gut gemacht. Das ist der Mystical Lion. Da kannst du hier deinen Kopf durchstecken, so wie die das machen jetzt hier. Und dann machen sie ein Foto. Ne? Sogar zu dritt. Nicht schlecht. Ich habe mich jetzt, glaube ich, auch gerade spontan entschieden, dass ich nicht zu diesem blauen Tempel gehe, dass ich zu gar keinem Tempel mehr gehe jetzt. Weil zum Beispiel der blaue Tempel ist der gleiche, bisschen kleiner, nur in blau. Kann ich mir sparen. Hier nochmal der Tempel von außen, von der Seite. Ist schon prächtig, muss man sagen, oder? Was meint ihr? Ist schon ein schönes Teil. Warum steht da der Mönch? Was ist da noch? Mal kurz gucken. Ah, das ist Wasser. Die schmeißen ja Münzen rein. Okay. Da werden ein paar tausend Baht liegen da unten. Auch lustig hier, guckt euch das mal an. Das ist die Golden Toilet. Da kann man sein Geschäft machen im goldenen Haus. Alter, ganz kurz dachte ich, da sitzt einer. Aber das ist ja alles Fake. Durch das Balladen jetzt hier, wie sie mit dem Kostüm da stehen. Sind das Chinesen oder so? Das ist doch chinesischer Style, ja? Und dann stehen die hier von dem Tempel. Das ist relativ voll geworden. Jetzt haben wir 3 Uhr. Hat sich ein bisschen mehr gefüllt. So meine Lieben, das war's auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Hardcore-Thailand-Fans unter uns wird es natürlich nicht aus dem Hocker hauen, aber es gibt immer noch welche, die das noch nicht kennen. Ich kann das ja auch nicht persönlich, deshalb habe ich das jetzt mal mitgenommen. Und wie immer, unten habe ich noch einen Kaffeespendenlink, da freue ich mich immer, vielen Dank. Instagram könnt ihr mir folgen, dann seht ihr immer live, wo ich bin. Kommentieren für den Alko, sharen und abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Mal, wo ich jetzt hier sitze. Hier ist so eine, ich weiß nicht, ob das so eine Bushaltestation sein soll. Eine Frau vom Geschäft hat gesagt, ich soll jetzt hier einfach warten oder links laufen und hier warten und die Hand ausstrecken, wenn der Bus kommt, keine Ahnung. Nur so zur Information, wie man zurückkommt nach Chiang Rai in die Stadt. Ich frage mal den Herrn. Hallo Sir, ist hier Bus? Yes. Bus, ja? Yeah. I have to wait here? Yes. Okay, Kopf und Kopf. Gut. Also alles richtig. Auch zu geil, so eine provisorische Bushaltestation, Hammer. Dreitausend Jahre später. Hallo. Das ist Chiang Rai. Chiang Rai, Terminal 1.